waren wir 3 Nächte in Shangri-La und haben viel gearbeitet. Und jetzt haben wir uns bei der 4. Nacht gedacht, dass wir ein neues Hotel nehmen. Genau, das war uns irgendwie nicht schick genug, wo wir da waren. Und jetzt haben wir wirklich ein Prachtexemplar von Hotel gefunden. Da fühlen wir uns am wohlsten. Mitten im Dreck. Aber es ist gratis. Ja, es ist nämlich so, dass wir uns gedacht haben, heute fahren wir raus, setteln irgendwo, fahren morgen weiter, damit wir uns eine Nacht sparen. Und heute ist der einzige Tag, wo richtig schieres Wetter daherkommt. Es war jetzt so schön die letzten Tage. Da hinten regnet schon Vollgas. Aber das Gute ist, wir haben jetzt ein Dach über dem Kopf da. Da werden wir unser Zelt jetzt drunter aufstellen. Und ja, jetzt machen wir es uns gemütlich ein für eine Nacht. Boah, es riecht wieder herrlich. Wir haben das fein säuberlich geputzt, weil wir vor ein paar Tagen haben wir uns nämlich ganz gezielt in Jagdpisse reingestellt und es hat so gebrunzelt die letzten Campingmale, dass wir uns jetzt in unserem Hotel die letzten Tage ein Herz genommen haben und unser Zelt geschrubbt haben. Und, oh, es wird eine herrliche Nacht ohne Jagdpisse. Mittlerweile sind wir in der chinesischen Provinz Yunnan angekommen. Das Hochland von Tibet hat hier seine Ausläufe und so kommen wir immer tiefer in mildere Gebiete. Das Hochgebirgsfeeling, das wir vor kurzem noch hatten, ist plötzlich verschwunden. Na gut, ein paar Yaks gibt es hier immer noch, aber bei der Kulisse könnten wir fast glauben, wieder im Salzburger Voralpenland gelandet zu sein. Wir haben gedacht, es friert nicht mehr, wenn wir von Shangri-La weg sind, aber falsch gedacht. Und deswegen eine Daunenjacke, ein Pulli, T-Shirt, Hose, Wollsocken, Stirnband und Daunenschlafsack. Auch wenn wir uns bei diesen Ausblicken kurz nach Hause träumen könnten, es ist dann wohl doch mehr China und weniger Österreich. Hier in China sind die Kontraste zwischen Tradition und Moderne viel offensichtlicher. Während man in den Städten sein Essen in Restaurants nur mehr via Smartphone-App bestellen kann, beackern die Bauern in den Bergen den Boden noch mit Vieh und Pflug. Ein traditionelles Handwerk, das enorm kräftezehrend ist. Unser Campingplatz für die letzte Nacht. Direkt beim Eingang von der Tiger Leaping Gorge. Allerdings sehen da mal gar nichts. Es regnet und es ist bewölkt. Und eigentlich haben wir vorgehabt, dass wir die Schlucht mit dem Boot überqueren. Aber wir haben jetzt erfahren, dass das irgendwie ganz schön teuer ist. Deswegen haben wir jetzt beschlossen, wir fahren nur die 30 Kilometer durch die Schlucht. Und unser Navi sagt 30 Kilometer und 1400 Höhenmeter. Rauf, runter, rauf, runter, rauf, runter. Schauen wir mal. Wir haben nämlich heute schon ein Hotel reserviert in Lijiang. Und wir wollen unbedingt ankommen. Das sind aber 100 Kilometer oder so. Also irgendwer muss uns mitnehmen, sonst geht sich das nicht aus.
Ja, und wie man sieht, da ist recht viel los. Und wir wollen jetzt nach Lishang und skippen diesen Part. Das sind jetzt ca. 70 Kilometer oder 80 Kilometer. Und wir haben heute Nacht über die App Trip.com ein Hotel gebucht. Für 2 Nächte, 2 Personen 8,77 €. Wir können uns nicht so vorstellen, dass das wirklich gibt. Es ist nämlich ein Doppelzimmer, es schaut voll schick aus. Keine Ahnung, warum das so günstig ist. Es bleibt also spannend, was wir da heute am Abend, was uns da erwartet. Das denken wir sicher schon. Also anderthalb. Ja, anderthalb, ja. Also Radfahren ist mir 100-mal lieber als wie Autos stoppen. Da kann ich selber entscheiden, wohin ich fahre. Mittlerweile haben wir die Räder und unser Gepäck schon auf dem Auto drauf gehabt. Und er hat uns schön zugeschaut, wie wir alles schnell beladen haben. Und im Endeffekt hat er uns gesagt, Er fährt nicht weit. er fährt eigentlich gar nicht. Er fährt vielleicht so 3-4 Kilometer. Dann machen wir es wieder runter dann. Stehen wir wieder da. Im Regen, wie 2 begossene Pudeln. Ja. Zweiter Versuch. Aber wir sitzen jetzt im Bus nach Lishang. Ich glaube, die letzten 2 Plätze, die wir jetzt gekriegt haben, Ja. die Räder haben wir da noch reingestopft. Er will jetzt 100 dafür, das sind 12 €. Also wenn es wirklich bei die 100 bleibt, ja, das ist immer nie ganz so sicher jetzt. Kommunikation ist ja nicht so einfach, aber wenn es bei die 100 bleibt, dann ist das jetzt echt ein guter Preis. Und für das, dass wir jetzt 4 Stunden oder 4,5 Stunden da gestanden sind, ist uns das jetzt echt wert. Ja. Besser, wir kommen rein in unser Luxushotel. Ja. Schauen wir, ob das nicht die nächste Überraschung wird. Überraschung wird. Aber jetzt genießen wir mal 80 Kilometer Busfahren. Ja, voll gut. In Lishang angekommen, bauen wir im Stockfinsteren unsere Räder zusammen und hoffen, dass das online gebuchte Hotel zumindest existiert. Wir fahren los und nach wenigen Kilometern stehen wir tatsächlich vor einem schicken Hotel. Die Rezeptionistin drückt uns eine Karte in die Hand und wir trauen unseren Augen nicht, als ich die Türe öffne und wir in einem brandneuen Zimmer stehen. So lassen sich die nächsten Tage in Lishang schon aushalten. Also sonntags scheint in China immer der öffentliche Tanztag zu sein. Das ist schon die zweite Stadt, wo wir sind, wo am Sonntag die Oldies ausrücken und ihre Tanzkünste zum Besten geben. Das ist wirklich herrlich zum Beobachten. Neben den wilden Tanzeinlagen hat Lishang auch ein paar ruhige Ecken zu bieten. Kopfsteinpflaster und kleine Kanäle mit Brücken prägen die Altstadt Lishangs ebenso wie die übertrieben kitschig dargestellte Stadtgeschichte als Attraktion für Millionen Touristen, die diese Stadt jährlich besuchen.
Blendet man den Kitsch für einen Moment aus, könnte man in die Trance einer Zeitreise verfallen. Es gibt also doch einen Grund, warum die Stadt zum Weltkulturerbe der UNESCO ernannt wurde.